Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute wieder zu einem Bastelvideo. Weihnachten ist vorbei. Ich habe ein wunderschönes Opinel Nummer 9 geschenkt bekommen mit Carbonstahl-Klinge. Ja, und das möchte ich heute personalisieren, das heißt veredeln für mich, ein bisschen auf alt trimmen. Ich habe da im Internet schon diverse Anleitungen gefunden, wie man mit diesem Carbonstahl arbeiten kann. Ja, und das will ich heute mal ausprobieren und ich hoffe, das wird ein gutes Ergebnis. Ihr seid live dabei, also ich habe es vorher selber noch nie ausprobiert. Gut, dann zeige ich euch mal, was man alles braucht, um auf diesen Carbonstahl eine schöne Patina zu machen. Ja, das ist das Set hier, was ich mir machen möchte. Ich habe hier so ein schönes kleines Holzbrettchen gefunden und das sieht schon recht rustikal aus. Und hier seht ihr die Klinge, die ist noch so jungfräulich, das passt gar nicht, und deswegen möchte ich gerne so eine Patina da drauf machen auf das Messer, dass das so ein bisschen auf alt getrimmt ist. Ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Senf, handelsüblichen Senf, dann zum Saubermachen den Alkohol, Spiritus oder Isopropanolalkohol oder Verdünner, könnt ihr machen wie ihr wollt. Dann habe ich hier noch Tafelessig, dann Wattestäbchen und nachher noch so ein Holzstift, könnt ihr auch einen Zahnstocher nehmen. Ja, und zum Saubermachen etwas Küchenrolle. Die einzelnen Arbeitsschritte brauchen etwas Zeit. Das heißt, ich werde das Video immer wieder anhalten und euch dann jeweils nach der vergangenen Zeit dazu holen. Gut, dann fangen wir doch mal an. Also als erstes müssen wir das Messer völlig fettfrei machen und sauber putzen, damit die Säure die Klinge auch wirklich erreicht. Dazu nehme ich einfach hier so ein Stück Küchenrolle und mache da ordentlich Alkohol drauf. In diesem Falle, ich nehme jetzt hier Brennspiritus. So, dann habe ich so ein Alkoholtuch. Na, nur komm raus. So, super. Okay. So, und jetzt schön die Klinge putzen, alles Fett weg, überall wo die Patina hin soll, muss das Messer sauber sein. Auch richtig ordentlich abreiben. Natürlich aufpassen, nicht schneiden dabei, das Messer ist recht scharf. Hier hinten sieht man noch, hier ist noch ein bisschen Fett drauf. So. Gut, dann wischen wir das Messer mal trocken. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann kommen wir zum nächsten Schritt. So, unser Messer ist jetzt fettfrei und bereit für den nächsten Arbeitsschritt, der da wäre, die Klinge mit Essig zu behandeln. Ja, ich habe jetzt hier so einen handelsüblichen Tafelessig, nichts Besonderes, ist das billigste, was ich kriegen konnte. Ja, und manche wickeln praktisch das Messer oder die Klinge, den Carbonstahl, in so ein Tuch mit dem getränkten Essig ein. Ich möchte das aber lieber in einem Glas machen, weil ich beobachten möchte, wie sich die Klinge verändert. Weil auf diese Art und Weise könnte man die Klinge auch brünieren oder schwärzen, indem man aber kochenden Essig verwendet. Das möchte ich aber nicht. Ich will ja nur so eine Patina. Ich möchte das in alt haben. Ja, und außerdem diese Essigbehandlung wirkt praktisch wie ein Primer für die nachfolgenden Arbeitsschritte. Okay, dann machen wir die Klinge mal in den Essig. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass das Messer ein bisschen gerade steht. Da mache ich mal hier noch so einen Holzblock vor. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, die Klinge ist ganz drin. Ja, die Klinge ist im Essig. Die Carbonstahlklinge ist jetzt in dem Tafelessig eingelegt. Jetzt muss das Ganze hier noch ein bisschen einwirken. Ich werde mal die Zeit verstreichen lassen und dann hole ich euch wieder dazu. Bis gleich.
Okay, jetzt sind 45 Minuten verstrichen. Dann schauen wir uns mal an, wie die Messerklinge jetzt aussieht. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze schon etwas angedunkelt. Aber ich denke, ich lasse es mal nochmal 10 Minuten da drin. Dann wird es noch etwas dunkler. Jetzt sind genau 45 Minuten vergangen, seitdem ich das Messer da reingetaucht habe. Jetzt hole ich es mal raus. Schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Oh ja, man sieht, die Klinge ist schon dunkler. Die hat eine schöne Färbung. Ich wische das mal ab. Ja, ist auch wunderbar gleichmäßig geworden. Prima. Dann gehe ich das Ganze jetzt mal abwaschen und melde mich wieder bei euch. So Leute, jetzt habe ich mir erstmal einen Kaffee geholt, gleich nach dem Abwasch. Ja, also wie gesagt, ich habe das Messer jetzt mit Wasser abgewaschen. Ich habe hier im Keller keins, also musste ich kurz in die Wohnung. Ja, habe das Ganze abgetrocknet. Jetzt müssen wir das Messer nochmals vom Fett befreien, durchs Anfassen, vorsichtshalber, und dann kommt der nächste Schritt. Hier sieht man es, eine wunderbare Maserung. Ich weiß nicht, ob man es so in der Kamera sieht. Es ist schön dunkel geworden, sieht schon richtig rustikal aus, das Messer. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt, und zwar bearbeiten wir das Messer jetzt mit dem Senf. Damit machen wir eine richtig schöne Patina auf die Klinge, und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das Messer habe ich hier hinten beschwert, weil wenn wir nachher die Klinge hier bearbeiten, vorne mit dem Senf, dass das Messer nicht auf den Tisch toucht und das Ganze verdrückt. Deswegen habe ich hier hinten was draufgelegt, so bleibt die Klinge immer oben. Ja gut, als erstes brauchen wir natürlich unseren Senf. Mach den mal auf. Oh, ist noch ganz zu hier. So, und da mache ich mir jetzt hier ein bisschen was in diese Schale. So, ich denke, das reicht. Als nächstes brauchen wir so ein Wattestäbchen hier zum Tupfen. Ja, und dann geht man her, macht hier Senf auf das Wattestäbchen und tupft hier immer solche Stellen auf das Messer. Ich habe das Ganze nochmal umgedreht, da ich ja Rechtshändler bin. Das macht sich so für mich besser. So, und jetzt macht ihr hier so ein Muster da drauf. Das gleiche machen wir jetzt mit der Rückseite. Kurz kehren, achso, und hier den Kamm natürlich oben auch. Machen wir erstmal die Klingenrückseite. So, schön mit dem Senf. So, jetzt die andere Seite. Jetzt habe ich es dann so rum eingeklemmt. Und hier tupfen wir auch schön so eine Senfkleckse mit drauf. So, bis vorne zur Klingenspitze. So, ich denke,
Das sollte reichen. Okay. Und das lassen wir jetzt eine Stunde einwirken. Jetzt ist eine Stunde vergangen. Dann schauen wir uns das Resultat mal an. So sieht das Ganze jetzt nach einer Stunde aus. Der Senf, der ist jetzt hier schon leicht angetrocknet. Okay, dann gehe ich das Ganze jetzt mal wieder abwaschen am Waschbecken. Schrubbe das hier so ein bisschen mit so einer kleinen Kunststoffbürste sauber, dass es richtig schön sauber ist. Ja, und dann melde ich mich gleich wieder zurück und dann schauen wir uns das Resultat mal auf dem Metall an. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Es hat hier schon so eine Patina gebildet. Hätte mir das aber noch gleichmäßiger gewünscht. Wie man sieht, ist hier am Rand ist so sehr viel, in der Mitte ist weniger. Aber hier hat schon so schöne Anläufe. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt hier, wie am Rand. Ja, und auf der anderen Seite hat es auch so eine. Aber gut, wir haben ja noch einen Arbeitsschritt vor uns. Mal schauen, wie es dann danach aussieht. Dann beginne ich jetzt mit dem dritten Arbeitsschritt. Das ist eigentlich auch wieder das gleiche. Wir machen Senf auf die Klinge, aber diesmal werde ich das mit dem Stöckchen so verziehen und so ein leichtes Muster reinmachen. Ja, und dann schauen wir mal, dann muss das 2 Stunden wieder einziehen und dann werden wir mal sehen, wie die Klinge danach aussieht. Los geht's! Trag den Senf wieder auf. Ruhig schön dick. So, und jetzt fange ich an und verschmiere das mit einem Stöckchen. So, hier ist noch ein bisschen wenig. Ja. Das gleiche auf der Rückseite. Und auch hier mit einem Stückchen verschmieren. Richtig schönes, leichtes Wellenmuster. Mal gucken, ob auf der anderen Seite in Ordnung ist. Das könnte noch ein bisschen welliger. Oh, das ist fast zu viel. Da wische ich noch was weg. So sieht das dann aus. Okay, jetzt muss das Ganze wieder 2 Stunden einziehen.
So, 2 Stunden sind rum. Ich habe das Messer jetzt abgewaschen mit der kleinen Bürste mit Wasser. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, ihr müsst aufpassen, dass die Feuchtigkeit nicht hier vorne in dieses Gelenk von dem Opinel zieht, weil sonst quillt das Holz und die Klinge lässt sich sehr schwer klappen. Ja, um das Ganze jetzt zu schützen, habe ich es gleich mal eingeölt. Ja, und das Endergebnis zeige ich euch jetzt. So sieht das Messer jetzt aus. Ich zeige es mal hier gegen das Licht. Wie ihr seht, ist die Klinge schon schön dunkel, etwas gealtert. So richtig schöne Patina drauf. Ich hole es jetzt mal näher ran. Ich hoffe, man sieht es. Das ist so ein richtig schönes Muster geworden. Das sieht so ein bisschen aus wie Damast. Ja, und die Rückseite, schauen wir mal, ist nicht ganz so gut geworden, aber sieht eigentlich für meine Verhältnisse auch gut genug aus. Man könnte das Ganze jetzt nochmal wiederholen, beliebig oft, bis das Muster so ist, wie ihr das haben wollt. Aber für mich ist das so okay. Das sieht richtig gut aus. Ganz gut gelungen. Super Sache. Wenn ihr feinere Muster haben wollt, habe ich festgestellt, am besten das Holzstöckchen in den Senf tupfen und dann damit malen. Dann kann man die Linien auch wunderbar aufzeichnen. Ja, das war eigentlich schon die Geschichte mit meinem Opinel, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Und der Patina ist jetzt auch gleich ein bisschen geschützt, das Messer. Ist eine wunderbare Sache. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.